Hallo zusammen! In diesem Video zeigen wir euch die vollständige Einrichtung und die korrekte Bedienung der CleanRO. Wir verraten euch außerdem, welche wichtigen Schritte ihr beachten solltet, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Anschließen der Stromversorgung. Verbindet dafür den Netzstecker mit der Steckdose. Das Messgerät schaltet sich ein und der H2O-Knopf blinkt rot. Anschließen der Wasserversorgung und des Abwasserschlauchs. Löst den Abwasserschlauch von der Gardena-Kupplung. Das Abwasser muss immer frei ablaufen können und der Schlauch darf auf maximal 5 Meter verlängert werden. Dafür könnt ihr den mitgelieferten Gardena-Adapter verwenden. Das Abwasser kann ohne Bedenken abgeleitet werden. Der Vorfilter darf nicht zu stark verschmutzt sein. Falls nötig, muss dieser gewechselt werden. Für die Wasserversorgung dürft ihr nur kaltes Leitungswasser mit einem maximalen Druck von 6 bar verwenden. Anschließen der Teleskopstange und Waschbürste. Drückt den Snap-Button zusammen und steckt den Bürstenbogen auf die Teleskopstange. Verbindet den Schlauch der Teleskopstange mit dem Bürstenbogen. Entferne anschließend den 8 auf 10 mm Steckanschluss und verbinde den Schlauch der Teleskopstange mit der Maschine. Bedienung. Öffnet die Wasserversorgung. Das Wasser fließt aus dem Abwasserschlauch. Wenn der Wasserdurchfluss korrekt ist, erlischt die H2O-Taste. Drückt die H2O-Taste an der Maschine oder auf der Fernbedienung zum Einschalten. Beim ersten Einschalten werden die Membranen für 2 Minuten gespült. Dies ist wichtig für die Haltbarkeit und Lebensdauer der Membranen. Das Manometer ist während des Spülens im gelben Bereich und das Wasser fließt komplett über den Abwasserschlauch ab. Nach dem Spülvorgang geht die Maschine automatisch in die Reinwasserproduktion. Das Manometer sollte im grünen Bereich laufen. Läuft es im roten Bereich, kann es sein, dass die Membranen verkalkt sind und gewechselt werden müssen. Nach kurzer Zeit kommt das Reinwasser aus den Düsen der Waschbürste. Habt ihr eine Rotaclean-Bürste angeschlossen, startet diese im Vorwärtsbetrieb. Das Messgerät zeigt den Salzgehalt des Reinwassers an. Wir empfehlen euch für die Reinigung von Glasoberflächen einen Wert von unter 50 Mikrosiemens. Ist der Wert höher, spült die Membranen nochmal. Hilft das nicht, müssen sie ausgetauscht werden. Die H2O-Taste an der Maschine oder der Fernbedienung schaltet die Maschine wieder aus. Wollt ihr die Reinigung beenden, startet den Spülvorgang mit der Spültaste. Dieser läuft wieder automatisch für 2 Minuten. Danach könnt ihr die Maschine abbauen. Anschließen und Bedienung der Rotaclean. Drückt den Snap-Button zusammen und steckt die Rotaclean auf die Teleskopstange. Verbindet den Schlauch der Teleskopstange mit der Rotaclean. Klickt die Buchse vom Verlängerungskabel an den Stecker der Rotaclean. Zum einfachen Verbinden müssen die roten Punkte auf den Steckern gegenüberliegen. Sichert anschließend das Kabel mit den Clipsen an der Teleskopstange. Klickt den Stecker vom Verlängerungskabel in die Rotaclean-Buchse der Maschine. Achtet wieder auf die roten Punkte am Stecker.
Mit der H2O-Taste an der Maschine oder der Fernbedienung schaltet ihr die Rotaclean ein. Mit der Rotaclean-Taste an der Maschine oder der Fernbedienung wechselt ihr die Laufrichtung der Rotaclean. Zum Schluss schaltet ihr die Rotaclean mit der H2O-Taste wieder aus.